Ja, hallo, hier ist Stefan aus Panama. Gerade gibt es in Panama einen der größten Proteste in der Geschichte. Mittlerweile halten die Demonstrationen und Blockaden bereits fast einen Monat an. In diesem Video möchte ich euch erklären, warum die Lage in Panama gerade so schwierig ist und es mittelfristig auch so bleiben wird. Die erste Frage ist, was löste den Konflikt aus? Auf den ersten Blick sind die Demonstrationen gegen den Bergbau im Lande gerichtet. Die meisten Medien berichten darüber als Klima- und Umweltproteste. Je länger ich die Versammlungen und Blockaden gesehen habe, desto klarer wurde mir aber, dass sie nicht primär gegen den Bergbau gerichtet sind. Sie sind eine Fortsetzung der Proteste aus dem letzten Jahr. In 2022 wurden die Demonstrationen durch die hohen Lebenskosten ausgelöst. Die Regierung beruhigte die Bevölkerung durch eine Deckelung der Benzinpreise und einen Rabatt bei Medikamenten. Dieses Jahr war die Mine der Tropfen, der das Fass erneut zum Überlaufen brachte. Es gibt gerade viele ungelöste Probleme. Zum Beispiel fehlen Schulen und Medikamente in abgelegenen Regionen. Viele Menschen kommen im Moment nur gerade so über die Runde. Und gleichzeitig sehen die Panameños, wie die Regierung ihre eigenen Interessen ohne mit der Wimper zu zucken durchsetzt. Der Vizepräsident José Carrizo war beispielsweise Anwalt bei der Goldmine Petaquilla, die von Minera Panama übernommen wurde. Heute ist Carrizo mit für den sehr wahrscheinlich verfassungswidrigen Vertrag verantwortlich, der in Rekordzeit vom Parlament verabschiedet wurde. Panama ist im Moment führungslos. Damit meine ich nicht, dass der Präsident und seine Regierung in den letzten Wochen abgetaucht sind und man praktisch nichts von ihnen sieht oder hört. Ich meine damit, dass die Regierung keine Vision für das Land hat. Panama dümpelt vor sich hin, ohne jegliche Richtung. Korrupte Politiker und Beamte lähmen das Land. Viele Behörden wurden politisiert. Das heißt, wenn Posten frei werden, dann werden diese nach Parteibuch vergeben und nicht primär nach Qualifikation. In Gesprächen mit Panameños höre ich immer wieder, dass Beamte für die Bearbeitung von normalen Vorgängen die Hand aufhalten. Dabei ist Panama ein Land mit so vielen Möglichkeiten. Der Kanal, zwei der größten Containerhäfen Lateinamerikas, die Freihandelszonen, es ist ein Finanzzentrum für die ganze Region, endlose Natur für Tourismus, Landwirtschaft, ein Hub für den Flugverkehr in der Region, es verlaufen wichtige Seekabel von Nord nach Süd und West nach Ost und es ist ein Ziel für US-Rentner. Von den nicht mal 4,5 Millionen Einwohnern müsste jeder ohne Probleme einen Job haben, der es ihm erlaubt, ein gutes Leben zu führen. Warum denke ich, dass es mittelfristig holprig bleiben wird? Nächstes Jahr im Mai sind Wahlen, was ein Ausweg aus der aktuellen Situation sein könnte. Das Problem? Es gibt keine Präsidentschaftskandidaten, die nicht mit der aktuellen Politikerkaste verbandelt oder sehr stark links sind. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont sind die beiden unabhängigen Abgeordneten Edison Broce und Juan Diego Vázquez. Sie haben den Protestlern im Parlament eine Stimme gegeben. Viele Panameños wünschen sich einen der beiden als Präsident. Das Problem? Edison Broce ist 33 und Juan Diego Vázquez ist gerade mal 27 Jahre alt. Eine Voraussetzung für die Kandidatur als Präsident ist das Mindestalter von 35 Jahren. Edison Broce wird für das Amt des Bürgermeisters in Panama-Stadt kandidieren. Eine Gefahr ist auch das Wahlrecht in Panama. Es reicht bereits eine einfache Mehrheit, um die Wahl zu gewinnen. So wurde die aktuelle Regierung mit lediglich 33% der Stimmen gewählt. Das heißt, 67% der Panameños haben die Regierung nicht gewählt. Das Wahlrecht bietet einen großen Spielraum für Überraschungen. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren in Panama. Covid, die aktuellen Proteste und das Vermieten von Zimmern waren für mich ein Crashkurs, der mir die Möglichkeit gegeben hat, besser zu verstehen, wie die Panameños ticken. Als positiv sehe ich, dass sich die Menschen für ihr Land interessieren und sich gegen die Korruption stellen. In Panama gibt es das Potenzial, dass die Menschen einen Präsident, der nichts taugt, vom Feld jagen. Die Gefahr, dass ein Populist wie Chávez übernimmt, sehe ich im Moment kaum. Im Moment halten die Menschen den Druck auf die Regierung aufrecht. Am 23. November wird sich das Verfassungsgericht zur Verfassungsmäßigkeit des Bergbaugesetzes melden. Danach wird man sehen, wie es weitergeht. Aber kurz- und mittelfristig wird es in Panama sehr wahrscheinlich holprig bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch einen besseren Einblick in die aktuelle Lage in Panama geben.
Falls ihr mehr über Panama lernen wollt, dann schaut doch einfach auf unserer Homepage vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!